Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Einheit TCCL 18800 Li Akkuleuchte an oder Baustrahler. Einschalten. Stufenlos. Dann machen wir die Maße noch. (1,15). Jetzt die Maße. So, da hoch kann er maximal 28, also maximal hoch. Kann ihn halt sehr flach machen, ist das feiner zum Mitnehmen. Der ist praktischer zum Mitnehmen, schaut wie schmal der ist. Ohne Akku kann man praktisch super mitnehmen. Er ist feiner für unterwegs. So ist er neu. 7 bis 9 cm hoch. 9 bis 7. Breite gesamt 25, Höhe wie schon gesagt 28, und Tiefe je nachdem, bis unten ist halt 15 und Breite bleibt gleich. Der hat nicht viel hinten. Da zum Ein- und Ausschalten, und ja, im Prinzip war es das. Dann hat man da so einen Haken. Es gibt keine Stativbefestigung für ihn. Ein Leihakku. So schaut der von vorne aus. Ja, aber das ist halt, hört man, Metall. Das ist Plastik. So, also Satz, ja, das würde ich nennen, ziemlich genau 45 Grad bis vorne, grob, sagen wir 165 oder sowas. Also habt ihr einen Spannbereich von 45 bis 165 Grad. Und dann macht es da seitlich fest und hier fest. Aber es ist nicht muss sagen, man kann es noch verstellen. Das gefällt mir nicht ganz, aber es geht nicht fester. Seht, man kann es dann verstellen. So wird es mit der Zeit wahrscheinlich hingehen, wenn man das dann so verstellt, aber es ist verstellbar wieder, obwohl es ganz fest, schaut mal, Finger, zittern, fester geht's nicht. Kann man es da natürlich drehen, um 360 Grad. So, das ist jetzt den Testaufbau. Also immer bei verschiedenen Abständen, dann immer nach oben und nach unten bewegen, um die maximale Leuchtkraft zu messen. Und das habe ich auch mit der anderen Leuchte gemacht. Das zeige ich euch dann auch noch. Aber ja, dann blende ich euch nochmal die Werte ein. Dann könnt ihr nochmal selber schauen und vergleichen und überlegen, ob das gut oder schlecht ist für euch, und vergleichen vielleicht mit anderen Leuten, die andere Leuchten getestet haben. Und ja, das war der Testaufbau für alle Abstände. Jetzt zeige ich euch die Ergebnisse. So, das ist jetzt nochmal die Werte. Einmal bei 2 Meter, da sind wir bei 321 Lux, 1,5 Meter 515 Lux, 0,8 Meter 1745 Lux, 0,5 3900 Lux und so weiter und so fort. Bei 3 Meter sind es 150 Lux. Und die maximale Leuchtdauer beträgt 2 Stunden und 10 Minuten mit einem 4H Akku. Beim Ausdauertest in Minuten pro Wattstunde schlägt sich die 1800 schlecht, sowie die 2500, aber die haben halt sehr viel Lichtvolumen.
im Vergleich zu den anderen. Also die haben auch viele LEDs. Das heißt, es ist logisch, dass sie schlecht sein, weil sie haben so viele LEDs, die Strom brauchen. Das Licht, also was rauskommt, das weiß man ja auch, 2000 Lumen, 1800 Lumen, das ist extrem viel Licht. Die Angabe wird ziemlich sicher stimmen, das kann ich nicht nachmessen, aber unglaublich viel Lumen ist es. Auch beim Gewicht ist die 1800 sehr schwer, aber das muss auch klar sein, oder das ist euch eh klar, dass das, sagen wir so, Baustrahler ist oder wie die heißen. Das heißt, es ist für große Flächen, für Wandfläche, wo man kein Licht hat oder außen in der Dunkelheit arbeitet, dann ist praktisch, oder große Flächen einfach ausleuchten. Das ist dann super eben. Dann ist sie halt schwerer, ist normal. Der hat viele LEDs, muss kippbar sein und so weiter. Da ist das Gewicht ganz normal, dass sie 1 Kilo wiegt. Lux bei 1 Meter Entfernung schlägt sie sich sehr gut oder extrem gut. Für das überlegt euch einmal, wie das Licht von der 1800 ausschaut. Hat ja einen extrem hohen Strahlungswinkel, heißt das Licht wird sehr stark verteilt, und dass da immer nur 1134 Lux übrig bleiben, wie bei der Stirnlampe, die sehr fokussiert ist, ist ein extrem hoher Wert, muss ich wirklich sagen. Ist ein sehr guter Wert. Schaut euch zum Beispiel die 18, also die DECL 18 an, oder die flache, oder die haben nicht so, die sind fokussierter und sind schwächer. Deswegen, also das Gesamtvolumen wird wohl stimmen ungefähr. Das sieht man ja auch, 1800 Lumen. Auf so einer Fläche hat man immer noch 1100 Lux, das ist super, guter Wert. Würde man nun den Preis pro Lumen rechnen, wäre die 1800 extrem günstig, weil überlegt euch einmal, ihr kriegt 1800 Lumen für 40 Euro, bei der Stier für dasselbe Geld nur 120 und bei den anderen beiden Einhell kriegt man auch nur um die 300, glaube ich, ungefähr. Das ist ein großer Unterschied, und die 2500 kostet 70 Euro, also fast das Doppelte. Aber das kann man so nicht vergleichen, das muss man, also die Leuchte muss man mit anderen Baustellen oder Baustrahlern vergleichen und nicht mit den anderen. Wenn man das preislich schaut, kostet 39 Euro, finde ich relativ okay. Alle Leuchten sind unten verlinkt. Wenn ihr es vorhabt, sie über Amazon zu kaufen, könnt ihr mal einen Link unten verwenden, wäre super nett. Dann kriegt ihr eine kleine Provision und da den Kanal unterstützen. Ich bedanke mich fürs Schauen. Servus, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.